Also der erste Eindruck von der Universität war überwältigend. Einfach hier anfangen zu können, endlich das Studium machen zu können, was man sich schon immer erträumt hat. Also es war einfach der absolute Wahnsinn. Meine schönste Erinnerung an das Studium, die ist recht langweilig. Die resultiert aus der Tatsache, dass ich das absolut richtige Studium gewählt habe. Und ich fand das unglaublich schön, einfach zu Hause auf dem Sofa zu liegen und die Seminartexte zu lesen. Das war einfach nur angenehm. Dass ich mit der Uniklinik zusammenarbeiten durfte. Ich studiere ja Informatik und da gibt es die Vertiefungsrichtung Medizin. Und dass ich da mit dem Leiter der Neuroradiologie dann auch ein Interview führen durfte, das fand ich wirklich sehr toll, weil das war einerseits irgendwo eine Honorierung und andererseits war man auch noch mehr motiviert, weil man das Gefühl hatte, okay, das, was ich jetzt mache, das hat wirklich irgendeinen Einfluss oder wird genutzt. Ja, neben meinem Studium engagiere ich mich vor allem für die Ingenieure ohne Grenzen. Das ist eine Hilfsorganisation, die sich vor allem mit technischer Hilfestellung in Entwicklungsländern beschäftigt. Das heißt, wir bauen zum Beispiel Infrastruktur dort auf, bauen Schulen, Wasserversorgung, Stromversorgung, solche Sachen. Und dort leite ich die Regionalgruppe in Magdeburg. Für mich war immer die Bibliothek der schönste Platz. Ich finde, durch die vielen Glasfenster kommt sehr viel Licht rein. Sie ist sehr gut gestaltet, innen wie außen. Und wenn man mal ein Päuschen gebraucht hat, konnte man sich mit einem Freund verabreden, auf der Wiese oder im Café. Und ich finde, so ließ es sich einfach echt gut studieren. Also eine Vorlesung, die ich definitiv nie vergessen werde, ist die Vorlesung zum Thema Supraleiter von Professor Wolter. Da braucht man flüssigen Stickstoff, also Trockeneis, um den runterzukühlen, für den superleitenden Effekt. Und der Professor hat davon eine riesige Kiste mitgebracht, eine riesige Packung. Und wir wussten erst gar nicht, wofür er so viel haben will. Aber tatsächlich hat er auch eine Menge Vanillesoße dabei gehabt. Und dann haben wir spontan in der Vorlesung Vanilleeis gemacht. Ich werde die Vorlesungen von Professor Delhay nicht vergessen, wo es um die Glücksforschung ging. Das hat mich immer sehr interessiert und auch kreativ beeinflusst für meine eigene Forschung und die Themen in der Bachelor- und in der Masterarbeit. Ja, definitiv Herr Professor Marino Venerito, der mich vor allem während meines praktischen Jahres schon immer unterstützt hat und so motiviert hat und auch tatsächlich mich für die Wissenschaft einfach auch sehr begeistert hat. Ich werde Professor Rössel nicht vergessen. Der hat bei uns die Veranstaltung Einführung in die Informatik unterrichtet. Und für die Klausurzulassung musste man an einem Programmierwettbewerb mitmachen und einen kleinen Bot für ein Spiel programmieren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dadurch haben diese ganzen Gemeinschaften zwischen den Studenten angefangen, weil man zusammen programmiert hat und sich angeguckt hat, was macht der andere so. Und das war sehr spannend. Mein Corona-Studienjahr war tatsächlich mein letztes Studienjahr leider mit wenig Praxis und viel zu Hause vor Zoom. Aber ich fand es eigentlich ganz nett, so ein bisschen zu sich selbst zu finden und ein bisschen mehr Zeit für sich selbst zu haben. Mein Corona-Studienjahr bestand daraus, neue Fähigkeiten zu entwickeln, von denen ich nicht dachte, dass ich die mal entwickeln muss. Ja, mein Corona-Studium in 3 Worten, ich würde sagen, ist digital, weil fast alles online stattfand, flexibel, weil man sehr flexibel zu den Vorlesungen gehen konnte und anonym tatsächlich, weil ich kaum weiß, wer mit mir den Master angefangen hat. Mein Rat an die Studierenden von morgen ist, dass sie nicht versuchen sollen, alles allein zu schaffen. Die Kommilitonen können einem so weiterhelfen, weil es gibt immer etwas, was man selber besser verstanden hat als der andere und was der andere besser verstanden hat als man selbst. Und mein Studium bestand viel aus Lerngruppen und dadurch hat das Lernen gleichzeitig auch mehr Spaß gemacht. Es ist das absolut Wichtigste, das zu tun, worauf man wirklich Lust hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann die Ergebnisse auch die besten werden. Man muss sich nicht irgendwie extra motivieren und zwingen, irgendwas zu tun, sondern es läuft einfach von alleine. Und das werde ich auch so in meinem Arbeitsleben weiterleben wollen. Dass man auch mal seine Komfortzone verlassen darf, dass man sich für andere einsetzen darf und dass man auch durch Motivation, Begeisterung für das, was man jeden Tag tut, einfach so unfassbar viel erreichen kann mit den richtigen Leuten an seiner Seite. Und das hat mich mein ganzes Studium bewegt und man bekommt extrem viel zurück und das ist einfach schön.